komme jetzt hier zum Galgenkopf. Das heißt Döttinger Höhe. Und jetzt beim Sportautotraining auch komplett offen im zweiten Teil des Programms am zweiten Tag. Das heißt, jetzt wird beschleunigt. Er ist hier schon, das merkst du, dass er schon sehr, sehr straff ist. Hier über die Hubbel sind die anderen Autos entspannter. Teilweise Uniball gelagert, das Auto. So, ja, ich lupfe. Es tut mir sehr, sehr leid. Um das mal kurz zu korrigieren, der Rundstrecken-11er hier ist nicht nur teilweise, sondern vollständig kugelgelagert. Das ist schon im Alltag grandios, weil das Auto eben alle mechanischen Geräusche, die du dir so vorstellen kannst, schon in der Stadt von sich gibt. Tja, und im Prinzip, ja, ist es herrlich, ne? Mit seinem starren Ventiltrieb dreht der 520 PS 4 Liter Boxer bis zu 9000 Touren. Das maximale Drehmoment von 470 Newtonmetern liegt erst bei 6000 an. Ja, und da sind wir wieder da. Das ist nochmal herrlich. Ja, und trotz der umfangreichen Rennwagenromantik ringsum, die bei 200 km/h 144 Kilogramm Gesamtabtrieb erzeugt, rennt der Bock 312 km/h. 0 auf 100 macht er in 3,2 Sekunden. Ach so, und Trockensumpfschmierung hat er natürlich auch, mit 7 Absaugstufen sogar. Aufpreisfrei gibt's das Racing Gelb oder auch ein Glattlederlenkrad. Der DNA-Speicherbezug hier ist allerdings grandios, wenn du ohne Handschuhe fährst. Naja, Moment drüber nachgedacht, ganz unekelhaft ist das natürlich nicht, funktioniert aber halt. Die Vollschalensitze, die Hinterachslenkung und das PDK sind Serie, einen Handschalter gibt's nur beim GT3 ohne RS. Weil der hier das Weissach-Paket hat, kommen auf die 195.000 nochmal 18.000 Euro obendrauf. Dafür gibt's etwa Räder aus Magnesium, die, wie die serienmäßigen, vorne 20 und hinten 21 Zoll groß sind. 265er Cup 2 auf der Vorderachse, 325er Walzen hinten. Dazu gibt's Carbon noch und nöcher. Carbon Dach, Carbon Stabis, Carbon Fronthaube, Carbon Spiegelkappen, Carbon Schaltwippen. Ja, und die Kotflügel sind sowieso aus Carbon. Nicht zu vergessen das verschraubte Baugerüst aus Titan plus 6-Punkt-Gurt für den Fahrer. Für 416,50 Euro gibt es auch welche für den Beifahrer. Die klappern sich dann allerdings immer schön einen zurecht, wenn du alleine fährst. Was gerade ein bisschen blöd ist, der reguläre Gurt muss für diesen hier trotzdem eingesteckt sein, sonst bimmelt er die ganze Zeit vor sich hin. Und dann muss ich jetzt meinen rechten Arm ein bisschen näher am Körper halten. Das musst du so haben, sonst kriegst du eine Crashtest-Bewertung. Tatsächlich keine 5 Sterne. Aber ich denke, da muss man sich vom Schrottplatz einfach so ein Ding holen. Das muss man dann halt reinstecken in das Gurtschloss. Also es gibt nicht viele Soundtracks, die geiler sind als hier der 4 Liter im GT3 und GT3 RS. Ich finde dieses 9000 Umdrehungsgeorgel derart faszinierend, theatralisch und einfach die Maschinerie, die du da arbeiten hörst, das ist Gänsehaut pur. Genau wie auf ein Schwedenkreuz zufliegen Gänsehaut pur ist. Oh, wieder so ein Apparat, wo du die G-Kräfte im Gesicht spürst. Fuchsröhre. So, im Adenauer Forst. Gucken, wie aggressiv er das hier hinkriegt. Alter, leck mich am Arsch. Das sind schon Seitenführungskräfte, die der Junge hier aufbaut. Ei. Und mit dem Saugmotor hier hast du verzögerungsfreie Reaktion auf das Gaspedal und die Gasmodulation ist dadurch auch total sauber. Miss, Hit, Miss, auf und die Traktion.
Trotzdem der nur Hinterradantrieb hat. Klar, ist bekannt. Hat er hier eine Traktion? Oh, ja, mein Gesicht. Hat er hier eine Traktion? Das kannst du keinem erzählen. Bei dem, was ich hier fahre, so wie ich hier unterwegs bin, das ist selbstverständlich kein Rekordrundentempo. Aber ich bin auch jetzt nicht lahmarschig unterwegs. Und da hat er selbst hier in der Ex-Mühle keinerlei Zickereien, total entspannt bleibt er da. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ihr mich die ganze Zeit verstehen könnt bei dem Lärm, den der Wagen hier veranstaltet. Übrigens auch so ein Problem bei den GT3 Porsche. Da kannst du je nach Rennstrecke auch schon mal mit der Lautstärke Hantier bekommen. Oh, mir bleibt die Spucke weg bei dem Auto. Boah, jetzt blökt er mir aber in die Ohren rein. Das ist selbst durch den Helm, ist das schon fast grenzwertig, wie laut das ist. Also ein Kommentar zum Soundtrack noch, bevor ich es dann bleiben lasse. Geil, 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 geil. Oh, hier kann ich auch tatsächlich vernünftige Blickführung, ohne mit dem Helm irgendwo gegen zu parfen. Und wie präzise du drehst da am Lenkrad und sofort, da ist keine Verzögerung drin. Sofort fährt das Auto dahin, wo du hinzeigst. Hier mit der Gelbmarkierung. Jetzt hier Laternenmast. Wie früh du hier den Hahn aufreißen kannst. Schaut euch nochmal die Rekordrunde an. Da wird Gas und Bremse, soweit ich mich erinnere, eingeblendet. Und da seht ihr schon, wie man hier einfach den Hahn aufreißen kann. Ei, ei, ei. Brünnchen mit dem gelben GT3 RS mit goldenen Rädern. Gemehrte Gäxte. Was heißt das? Irgendein Holländer kann er mir erklären. Dieses Auto, das ist vertrauensstiftend, das ist spektakulär. Natürlich hier drin sieht weitestgehend aus wie ein normaler 11er, wenn wir jetzt mal von dem Käfig hinten absehen und hier die Türschlaufen oder was. Gut, Konzernfahrzeug hast du nicht gesehen. Aber ich fühle mich hier immer super wohl, die Sitzposition ist geil und wenn ich einen 11er fahre, habe ich da einfach so ein großes Vertrauen drin. Und das ist für mich immer viel wert. Und ja, mein lieber Herr Gesangsverein, GT3 RS, da kann ich nur das Strahlemännchen machen. Da kann ich original nur das Strahlemännchen machen. Ist das geil. Wenn es euch Bock gemacht hat, wäre es schon auch reizend, ihr würdet eure virtuellen Daumen nach oben strecken und natürlich Abo plus Glocke, damit ihr hier auch ja nichts verpasst. Außerdem, wenn ihr was loswerden wollt, wir lesen also alle Kommentare. Und abschließend noch Eigenwerbung. Gedreht haben wir die 12 Videos beim Sportauto Perfektionstraining, 1,5 Tage geführtes Fahren mit professionellen Instruktoren, einen halben Tag freies Fahren inklusive Döttinger Höhe. Das Training findet zweimal im Jahr statt und egal ob ihr gar keine oder 1000 Runden Erfahrung habt, wir haben für jeden die passende Gruppe. Also wer Bock auf Nordschleife mit Sportauto hat, Link steht in der Beschreibung. Gut, jetzt aber. Tschö.